Mein Name ist Eileen O'Sullivan. Ich bin 26 und Mitglied bei Volt und jetzt seit September Stadträtin für Digitalisierung, Bürgerinnenservice, Teilhabe und EU-Angelegenheiten in der Stadt Frankfurt. Die Entscheidung, Volt beizutreten, ist mir aber unabhängig davon, dass es eine kleine Partei ist oder so, extrem leicht gefallen, weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, da passt es. Und dann war es eigentlich auch irrelevant, wie groß oder klein die Partei ist. Dass wir wirklich echt erstmal gescoutet haben und versucht haben, möglichst präsent zu sein, was halt super schwierig ist als kleine Partei, ohne Geld. Auf Social Media postet man dann und im Freundes- und Bekanntenkreis kommen dann halt mal Leute, aber so richtig nachhaltig aufbauen, das war dann schon was wir dann ein bisschen strategischer angehen mussten. War erstmal so ein Mundpropaganda-Ding, dass man eigentlich nur so in seinem eigenen Radius sozusagen rauskam. Irgendwann kam aber eine Praktikantin von der FAZ auf uns zu und dann hatten wir unseren ersten Artikel hier in Frankfurt und das war das absolute Highlight für uns damals und in der Woche danach kamen dann halt auch echt, ich glaube plötzlich so 15, 20 Leute, was super krass für uns war, die wir sonst immer so zu 6 bis 8 irgendwie einmal die Woche zusammengesessen haben. Und dann ging es halt los. Ich finde es ganz lustig, das immer mal zu erzählen. Es gibt ja in anderen Parteien Jugendorganisationen und bei uns gibt es halt so eine Community, die nennt sich Silver Volt. Und das sind so unsere Volter Seniorinnen und Senioren, die sich halt organisieren müssen, weil halt einfach wir als junge Menschen sozusagen in der Mehrheit sind. Aber man lernt ja auch unfassbar viel voneinander. Also insofern, wir sind schon echt viele junge Leute, ja. Überhaupt nicht. Never, 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 überhaupt nicht. Also mit Koalitionsverhandlungen hat niemand gerechnet, wir alle nicht. Wir haben natürlich uns auch die Sitze und die Möglichkeiten der Koalition ausgerechnet, haben mal geschaut, was so geben wird, aber nie, dass wir gedacht hätten, ja, und in der Konstellation kommen wir vielleicht rein. Also das war für uns eigentlich erstmal keine Frage. Dann haben wir uns tatsächlich in so einem etwas größeren Kreis dann einmal getroffen, auch offiziell. Und das war für uns natürlich so abgefahren. Wir treffen uns jetzt mit einer echten Partei, die so wirklich Politik macht, die auch so eine echte Fraktion hat, die jetzt echt Wahlsieger sind. Das war schon, ich glaube, wir waren alle sehr beeindruckt und extrem aufgeregt. Und war alles in allem echt schon eine coole Zeit. Unter der Woche, wie gesagt, wir sind ja auch alle gefühlt berufstätig zu dem Zeitpunkt gewesen oder haben studiert oder Minijobs oder so gehabt, trifft man sich dann halt Dienstagabend um 17 Uhr und ist dann zum Teil erst irgendwie um 2 oder 3 Uhr morgens fertig. Das waren sehr, sehr intensive Wochen, aber es war natürlich auch extrem spannend. Es ist ein Viererbündnis, das ist schon schwierig genug. Und dann nochmal zum Teil wirklich andere Schwerpunkte. Ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Deswegen, ich habe es echt ab dem Moment erst geglaubt, wo wir auf dieser Pressekonferenz saßen und das verkündet haben und das klar war und alle Mitglieder schon abgestimmt hatten. Und dann hat es gepasst. Aber vor allem muss man mit unheimlich vielen Leuten sprechen und ihnen zuhören und auch sehr viel lesen, weil es ist ja, also es entwickelt sich total viel weiter und es gibt so viel, was andere Städte und Kommunen schon machen, auf der ganzen Welt, nicht nur Deutschland oder europaweit. Und da sich mal was abzuschauen, aber gleichzeitig natürlich in die Stadt reinzuhorchen, was brauchen die Bürgerinnen und Bürger. Das kann man ja auch zum Teil Pressekommentaren entnehmen, ja. Wenn man mal so ein bisschen ein Auge hat auf die ganzen zivilgesellschaftlichen Organisationen, kann man das denen entnehmen. Also man muss echt so einen Rundumblick irgendwie haben in das, was überall mal so passiert und dann halt praktisch schauen, wie das auch in die eigene Arbeit einfließen kann oder soll oder muss. So, also ein Tag ist niemals wie der nächste. Es ist einfach eine Palette an unterschiedlichen Aufgaben, die man sozusagen hat. So ab dem Moment, wo wir die Wahlergebnisse bekommen haben, habe ich nichts mehr für die Uni eigentlich machen können. Also es war unmöglich. Ich muss auch sagen, ich habe länger gearbeitet in der Zeit, wo wir angefangen haben, hier die Fraktion aufzubauen, als jetzt an einem regulären Tag, sage ich mal, im Dezernat, weil hier halt die Tage um 9 anfingen und dann halt zum Teil vielleicht erst um Mitternacht oder 1 vorbei waren. Also es war ein ganz anderes Kaliber an Arbeit und da war mir schon von Anfang an klar, so das Semester, was war das Semester 21, das Wintersemester 21, 22, da wusste ich schon, das schaffe ich nicht. Aber dann kam
diese Dezernatsgeschichte dazwischen und dann war halt so klar, okay, jetzt habe ich auch den Kopf nicht mehr dafür. Und jetzt fände ich es auch nicht fair, mich nicht komplett darauf zu fokussieren, ehrlicherweise. Es ist sau anspruchsvoll, aber es ist auch, also wir dürfen uns so glücklich schätzen, dass wir das hier machen dürfen. Und ich glaube, das ist uns allen ganz, ganz bewusst. Vielleicht auch einfach, weil es für uns so was Neues, Unerwartetes eben gewesen ist und auch immer noch ist, zumindest für mich.